Hallo und herzlich willkommen, hört man hier auf allen möglichen Sprachen dieser Welt. Denn die Welt ist gerade zu Gast in Berlin, um an den Special Olympic World Games teilzunehmen. Dieses sportliche Mega-Event nehmen wir zum Anlass, um einen anderen wichtigen Aspekt von gesellschaftlicher Teilhabe zu beleuchten. Die Teilhabe an einer von Digitalisierung geprägten Welt. Wir fragen, wie kann digitale Teilhabe für alle Menschen gewährleistet werden? Also auch für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Behinderungen. Können alle gleichermaßen von den Vorteilen der modernen Technologie profitieren? Denn es wird zunehmend wichtig, sicherzustellen, dass niemand ausgeschlossen oder benachteiligt wird. Deshalb gehen die beiden JugendreporterInnen Frieda und Luise und ich auf eine Mission durch die Hauptstadt und zeigen euch Menschen und Geschichten, die aufzeigen, wie die digitale Welt Barrieren überwinden und Menschen zusammenbringen kann. Bleibt also dran und taucht ein in die faszinierende Welt der Inklusion durch digitale Teilhabe. Der Zugang zur digitalen Welt ist für viele Menschen entscheidend, aber es gibt noch jede Menge Hürden, die überwunden werden müssen. Ja, meine Frage ist, ob Sie schon Schwierigkeiten im Internet hatten oder ob Ihnen Barrieren im Internet aufgefallen sind. Und wenn, wo? Ja, es gibt Hindernisse. Also für mich ist es immer sehr anstrengend, wenn ich, 3000 Klicks, gefühlte Klicks machen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Auf jeden Fall. Ich sehe als Schwierigkeit insbesondere die farbliche Gestaltung von vielen Internetseiten. Ich selbst habe Diabetes, seit ich 3 Jahre alt bin, und selbst mir fällt es schon schwer, hochkontrastierte Seiten zu lesen. Ja, ich habe mir letztens eine Seite vorlesen lassen und dort gerade total im Lesefluss unterbrochen worden, weil dort die Werbeanzeigen immer zwischendurch im Text vorgelesen worden sind und ich hätte auch überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich mich auf dieser Seite navigieren könnte, weil ich ja die Reiter nicht gesehen hätte. Und das sehe ich, glaube ich, als einen sehr großen Punkt, dass es dort keine klare Struktur gibt, wie man damit arbeiten kann. Wir gucken jetzt mal, wen wir hier als nächstes interviewen können. So, dann kann es losgehen. Ja. Alle AthletInnen überwinden im Sport große Hürden und Herausforderungen. Gibt es in deinen Augen auch im digitalen Sinne Herausforderungen? Ich denke, der digitale Raum hilft sehr. Gerade hier sieht man, dass trotz der ganzen unterschiedlichen Probleme jeder einen Sport oder eine Position gefunden hat, in der er gut sein kann. Das zu sehen motiviert einen dann vielleicht, mal eine Sportart auszuprobieren, obwohl man mit Problemen zu kämpfen hat, die andere so nicht sehen. Denkst du, das Internet ist ein inklusiver Ort, wo jeder ohne Einschränkung teilhaben kann? Ich denke nicht, dass das Internet jemanden ausschließt. Es ist ja ein sozialer Ort. Also ich persönlich hatte bisher keine Probleme. Good then, thank you. Ich stehe hier auf einem schicken Parkplatz. Ich bin nämlich gerade in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz und treffe gleich Michael Hackspiel. Er ist Leiter strategische Marketingpartnerschaften und Nachhaltigkeit. Und wir möchten mal schauen, oder ich möchte schauen, was er so zum Thema digitale Teilhabe erzählen kann. Ja, wir sitzen jetzt hier zusammen und ich hätte schon die erste Frage. Sie haben das Thema Inklusion fest in den Leitlinien der Deutschen Telekom verankert und engagieren sich nachhaltig für mehr Teilhabe, auch durch digitale Medien. Und meine Frage ist, wie passt das jetzt zu dem Sport? Sport ist ja für die Telekom schon immer eine Herzensangelegenheit, aber für uns ist es halt wichtig, dass alle am Sport teilhaben können. Das ist ja auch unser Motto, we won't stop. Wir hören nicht auf, bis jeder dabei sein kann, until everybody is connected. Und insofern die Unterstützung der Special Olympics hier in Berlin ist für uns A, Teil unserer DNA, aber B, auch Herzensangelegenheit. Wir möchten, dass die Sportler, die Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, genau die wie mit einer körperlichen Beeinträchtigung, hier die entsprechende Wertschätzung erfahren. Und das ist der Grund, warum die Telekom sich hier so engagiert. Wo stehen wir denn bei der digitalen Teilhabe mit Menschen mit Behinderung grundsätzlich oder wie kann das noch besser gelingen? Für uns als Telekom ist es ja wichtig, dass wir unserer Verantwortung, die wir in Deutschland durch unsere Größe, durch unsere Marke, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Und da ist ja ein Teil, ein Bereich, auf den wir sehr viel Wert legen, die digitale Medienkompetenz.
Das heißt, wir wollen digitale Medienkompetenz in den 3 Bereichen. Jeder ist connected, es kann sich jeder leisten und jeder hat die Fähigkeiten, heute dabei zu sein. Schulen, das ist eigentlich der Kern von Teach Today. Wir haben ja gerade eine große Diskussion über künstliche Intelligenz. Ja, das neue, jeder macht ChatGPT, das neue Buzzword. Ja, aber ich muss natürlich unterscheiden können, was ist denn jetzt wahr und was ist fake. Und ein weiterer Aspekt, der uns natürlich nicht gefällt, wenn die digitalen Medien genutzt werden, um Menschen zu verletzen. Ja. Wir haben die große Kampagne gegen Hass im Netz. Das heißt, wir werden auch laut, wenn etwas schief läuft. Und dann stellen wir dieses Thema in den Mittelpunkt unserer Kommunikation. Und es muss angesprochen werden. Und da sind wir stolz als Telekom, unseren Beitrag zu leisten. Das ist auch sehr schön. Wir sind schon fast am Ende, die Schlussfrage. Wenn Sie Menschen in Verantwortung für andere, ob Schule, Familie oder Unternehmen treffen, welchen Tipp könnten Sie ihnen geben, warum man sich viel stärker im Gemeinwesen engagieren sollte? Also ich habe es gerade jetzt hier nochmal erlebt und das macht mich richtig stolz. Wir hatten hier gerade die Eröffnung mit unseren Volunteers. Über 100 Menschen bei der Telekom spenden ihre Freizeit jetzt hier in Berlin, um anderen zu helfen, sich bei diesem größten Ereignis, Sportereignis, was es in Europa, in Deutschland gibt, für Menschen mit geistiger Behinderung, zu helfen. Und das machen sie freiwillig, deshalb sind es ja Volunteers, sie opfern ihre Freizeit und ich glaube, das zeigt, wenn man sich einsetzen möchte, gibt es Gelegenheiten. Und was mir das gezeigt hat, es gibt nicht nur den Menschen, die dann Hilfe empfangen, etwas, sondern es gibt auch denen, die Hilfe geben, etwas. Ich zumindest fahre sehr stolz auf die Telekom, jetzt gleich ins Olympiastadion, um die Eröffnungsfeier der Special Olympics miterleben zu dürfen, mit den Volunteers der Telekom. Sehr schön, wirklich sehr schöner Schluss. Dankeschön dafür und danke für das tolle Interview. Gerne, Dankeschön. Das war ein interessanter Einblick in die Vorhaben und Visionen eines großen Unternehmens zur Förderung der digitalen Teilhabe von allen. Wie persönliches Engagement hier bei den Special Olympics aussehen kann, lassen wir uns woanders zeigen. Engagierte Menschen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer inklusiven Gesellschaft. Zum Beispiel kann man als Freiwilliger in Organisationen arbeiten, wie zum Beispiel die Volontäre Mariam und Danny. Sie sind heute auch hier in Berlin zum Meet and Greet aller VolontärInnen der Telekom bei den Special Olympic World Games. Und ich habe eine Frage an die beiden. Wo seid ihr denn zu welcher Tätigkeit eingeteilt? Ich bin bei Futsal eingeteilt worden. Ich werde beim Fußball eingesetzt sein und bin gespannt auf die nächsten Tage. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und sehen, was einfach so alles passiert. Wie gut, dass die beiden tatsächlich einen Tag lang uns mitgenommen haben und uns alles gezeigt haben. Ich bin jetzt also auf dem Weg zur Bahn, freue mich sehr. Ich glaube, das wird ein großartiger Tag. Es ist noch ziemlich früh und ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet. So, wie ihr seht, bin ich jetzt am Olympiastadion angekommen. Ich bin gespannt, was heute auf mich wartet. Ich versuche euch bestmöglich mitzunehmen. So, wir sind jetzt schon am Glockenturm. Es geht jetzt für mich rein. Ich lasse mich erstmal einchecken und dann geht es auf zu meiner Schicht zu Futsal. Warm-up für Volunteers. Ja, wie ihr seht, bin ich richtig nah am Spielfeldrand, weil ich bin als Ballholer eingeteilt, beziehungsweise habe mich sogar freiwillig gemeldet, weil so kann ich so richtig nah an den Athletinnen und Athleten dran sein. Wir sind jetzt bei Futsal. Meine Erwartungen für heute haben sich auf jeden Fall erfüllt. Es war sehr viel Begeisterung da, ganz viel Power und sehr viel Engagement und sehr viel Leidenschaft. Und das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Guckt euch die Stimmung an! Ich bin heute auf dem Hauptspielfeld zu sehen und zwar ist hier das Topspiel der Gruppe B zu sehen. Deutschland 2 gegen Korea. Zur Halbzeit steht es 2:1 für die Deutschen. Hinter mir seht ihr das Volontierzelt. Hier halten sich alle Volunteers in ihrer Freizeit auf. Es gibt auch verschiedene Aktivitäten, so wie Spikeball, Tournament, Tischtennis, Kicker, alles Mögliche und es macht ganz schön viel Spaß. So, der Job am Spielfeldrand hat auch seine Nachteile. Ich bin klitschnass, es regnet wie aus Eimern und das Regenradar sagt, das wird für Stunden nicht aufhören. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. So, wir sind jetzt am Ende dieser Reise. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, man hat euch inspirieren können, dass man sich als sozial auch mit engagieren kann. Es war eine super schöne Erfahrung. Ich kann es jedem ans Herz legen.
Ich bin heute K.O. Aber es hat mega viel Spaß gemacht und ja, mein Fitnessarmband freut sich auch. Ich habe in den letzten 4 Tagen, ich habe mal geschmult, knapp 70.000 Schritte gemacht. Also habe ich sogar noch was für meine Gesundheit getan. Richtig cool. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für diese privaten Einblicke. Digitale Hilfsmittel spielen also auch eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. So können wir alle unseren Teil dazu beitragen, eine inklusivere Welt zu schaffen. Mit diesen Eindrücken machen wir uns weiter auf den Weg zu unserer nächsten Station. Bei den Special Olympic World Games. Wie ihr seht im Hintergrund, ihr seht auch die Fackel. Wir machen hier gerade Straßenumfragen und laufen ein bisschen rum und ich sag, wir machen weiter. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten oder Chancen für Menschen mit Behinderung im digitalen Leben oder was ist Ihnen positiv aufgefallen? Ja, man kann natürlich, ohne sich aus dem Haus begeben zu müssen, mit anderen kommunizieren und in gemeinsamen Foren sozusagen dann sich austauschen. Ich glaube immer, wenn sich halt Vereine oder Firmen oder wie auch immer Mühe geben, Barrieren abzubauen und da auch professionelle BeraterInnen für einstellen. Ne? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn das so ernst genommen wird, dass das auch professionalisiert wird. Während Menschen ohne Behinderung easy Websites durchsuchen, Apps nutzen und online einkaufen, stehen Menschen mit Behinderung oft vor großen Herausforderungen. Eine Hauptursache sind nicht barrierefreie Websites. Für Menschen mit Sehbehinderung können fehlende Textbeschreibungen für Bilder oder eine schlechte Bildschirmlesekompatibilität den Zugang erschweren. Menschen mit Behinderung haben aber natürlich das gleiche Recht auf Zugang zu Informationen, Teilhabe und Chancengleichheit wie alle anderen. Darüber bewusst sind sich auch schon viele Menschen und bringen spannende technologische Innovationen für die Verbesserung der digitalen Teilhabe auf den Weg. Einen davon konnten wir für ein Gespräch gewinnen. Hallo Erik, schön, dass du hier bist. Könntest du dich kurz vorstellen und uns etwas über dein oder euer Unternehmen erzählen? Ja, sehr gerne. Erik Braun mein Name. Ich bin einer der Mitgründer von iAble und wir helfen anderen Unternehmen dabei, die digitale Barrierefreiheit von ihren Webauftritten und Intranet-Umgebungen sowie auch beispielsweise Einkaufssystemen zu verbessern. Und was hat euch motiviert, eine Assistenzsoftware für barrierefreie Websites zu entwickeln? Einer unserer besten Freunde, der aufgrund seiner Sehbehinderung tatsächlich sein Studium abbrechen musste, weil er nicht in der Lage war, die digitalen Inhalte zu bedienen und damit richtig umzugehen. Er war da im Endeffekt unser Startschuss. Über ihn haben wir einen super Kontakte bekommen zu dem Berufsförderungswerk bei uns in der Gegend und auch dem Blindeninstitut. Und was wir dann gemacht haben während unseres Studiums ist, wir haben sehr viele Nutzerinterviews geführt und eben auch Eye-Tracking-Analysen durchgeführt, dass wir geguckt haben, bei welchen Inhalten ist es gerade schwierig. Beispielsweise bestell dir eine Pizza und wo hast du die größten Probleme? Ja, das finde ich gut. Und was denkst du, welche Vorteile können Unternehmen aus iAble ziehen und wie können sie davon profitieren? Naja, wir können ganz klar Unternehmen und auch Einrichtungen dabei helfen, ein besseres Verständnis für die Thematik zu bekommen und B, auch einfach den digitalen Auftritt so zu verbessern, dass mehr Menschen Zugang zu den Inhalten und Informationen gewährleistet wird. Wie wichtig ist dir selber denn, barrierefreie Websites zu haben, um die digitale Teilnahme zu gewährleisten? Also mein Wunsch wäre eigentlich Accessibility by Default. Also, dass man einfach von Anfang an berücksichtigt, dass man Oberflächen so gestaltet, dass diese bestmöglich zugänglich sind. Welche Maßnahmen sollten Unternehmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Websites barrierefrei sind und alle Nutzer daran teilhaben können und es nutzen können? Naja, also in vielen Fällen ist, glaube ich, auch ein ganzer Relaunch notwendig. Also manche Websites sind, muss ich sagen, nicht mehr zu retten. Da würde ich sagen, von Anfang an darauf achten, dass eben gewisse Standards eingehalten werden und auch mit denen darüber sprechen, die eben eine verbesserte Zugänglichkeit benötigen. Auf jeden Fall. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Das wäre, ob du zum Schluss noch einen Tipp aus dem Sport hast, der sich auf das Leben beziehen lässt. Ja, ganz klar. Sport und auch da, man wird nicht von 0 auf 100 zum World Champion. Es ist eine Reise und wenn man motiviert ist, sollte man einfach damit beginnen und was verändern. Dankeschön, das war sehr schön zum Schluss. Vielen Dank. Abermals wird klar, Inklusion bedeutet, Barrieren abzubauen und Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, Hintergründen und Bedürfnissen in allen Bereichen des Lebens zu integrieren. Es ist also wichtig anzuerkennen, dass der Zugang zur digitalen Teilhabe nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit oder des Komforts ist, sondern eine Verpflichtung unserer gesamten Gesellschaft. Nun war ich aber lang genug zu Fuß unterwegs und steige wieder ein in die Rikscha. Jetzt mache ich mich nämlich auf einen etwas längeren Weg quer durch die Stadt. Mein Fahrer muss also ordentlich strampeln.
dir wünschen, was es einfacher für dich macht? Dass es mit leichterer Sprache ist und dass ich dich verstehen kann. Was wir brauchen, ist auch ein bisschen Respekt von den Leuten, dass man sich respektiert, wertschätzt. Zunächst mal die Größengestaltung von allem, dass beim Kontrast auf jeden Fall auch die Möglichkeit besteht, Kontrast an, aus oder vielleicht auch gar keinen Kontrast einzustellen, Farbe rauszunehmen oder sowas und dann eventuell auch einfachere Möglichkeiten beim Drüberfahren mit der Maus oder sowas, dass man vielleicht Töne hat, um schnell herauszufinden, was ich dort machen kann, wie ich interagieren kann auf der Seite. Ja, dass das einfacher erklärt wird, wie man damit umgehen kann. Also viele Menschen mit Behinderung können das nicht. Und ich habe manchmal auch meine Schwierigkeit, muss meine Betreuer fragen. Also ich glaube, ich fände es wichtig, dass wenn man auf eine Website geht, dass eigentlich ziemlich klar wird, wo ich weiteren Informationen bekomme. Damit man nicht immer überall nach sowas wie einem Menü suchen muss oder nach weiterführenden Infos, sondern dass man klar weiß, hier geht's lang und dass das für alle ersichtlicher einfach ist. Menschen mit körperlichen Behinderungen können Schwierigkeiten haben, physische Schnittstellen von Technologien zu bedienen. Menschen mit geistigen Behinderungen können Schwierigkeiten haben, komplexe technologische Konzepte zu verstehen oder sich in digitalen Umgebungen zurechtzufinden. Um diese Hürden zu vermeiden, ist es wichtig, barrierefreie Gestaltungsprinzipien einzuhalten. Wir gucken jetzt mal, wo wir als nächstes hingehen können. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht beim Volleyball oder bei anderen Sportarten jemanden finden, mit dem wir sprechen können. Das können wir vielleicht über die Special Olympics App nachgucken, oder? Ja. Also zuerst öffnen wir die App. Alles über Geld? Was hat denn Geld und Finanzen mit den Special Olympics zu tun? Keine Ahnung, lass mal gucken. Hier ist ja alles nochmal in leichter Sprache erklärt. Wie teuer das Leben in Berlin ist, wie man sich ein Ticket für Bus und Bahn kauft und wie viel Geld man pro Tag braucht. Und das alles noch in leichter Sprache. Das ist aber cool. Wir wollten zu Volleyball, oder? Ja, Volleyball wäre cool. Dann gehen wir auf Orte. Wir sind an der Messe, ne? Genau. Dann gucken wir mal hier unten bei den Sportarten. Hier. Gucken wir mal auf die Route. Wir haben hier so viele Athleten und Athletinnen zu Gast, die sich in Berlin gar nicht auskennen. Wie ist das denn für die? Können die die App auch genauso gut benutzen wie wir? Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe was entdeckt gehabt. Ja, genau hier. Wenn du hier auf Sprache klickst, dann kannst du Englisch, Easy Englisch oder auch leichte Sprache einstellen. Und wie kommen wir dahin? Wie lange brauchen wir? 8 Minuten. Ja, da fällt mir ja gleich die neue App vom VBB ein, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Easy heißt die haben wir hier. Wenn ich jetzt da drauf tippe, dann kann man hier zum Beispiel sein Zuhause, seine Adresse eingeben von zu Hause oder seine Adresse von der Arbeit oder wo man auch immer hin möchte. Und dann kann ich sagen, von zu Hause möchte ich zur Messe Berlin. Und dann zeigt er mir an, wie ich mit dem VBB dann direkt dorthin komme. Das heißt, welchen Bus ich nehmen muss, welche Bahn ich nehmen muss, welche Tram ich nehmen muss. Und genau, zeigt das dann genau an. Sehr gut, Dankeschön. Für die Zielgruppe Menschen mit geistiger Behinderung gibt es zurzeit 35 Spiele. Die hat man entwickelt speziell für die Special Olympics, weil man auch hier gerne zeigen möchte, wie Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung geht. Es sind unterschiedliche Spiele, teilweise Sport, manches aber auch spaßige Spiele, wenn man so sagen möchte. Ich gehe mal auf etwas Schwierigeres. Wir müssen einander unterstützen, dass der Ballon nicht an den Rand kommt. Wenn er 10-mal hin und her geht, dann verändert sich der Ballon in einen Ball. Und dieser Ball ist etwas schneller als der Ballon. Also wird unsere Aufgabe wieder herausfordernder. Da wir aber mit 8 Mann am Tisch sitzen können, kann jeder uns damit unterstützen. Dieses Zusammenarbeit lernen, das überträgt sich auch ins tägliche Leben. Wenn Menschen gemerkt haben, dass das nützlich ist, dass man zusammenarbeiten soll, dann nehmen die das auch in anderen Lebensumgebungen mit, sage ich mal. Selfie. Oh. Gina ruft an. Ah. Hallo Gina. Gut, danke. Und dir? Wir sind gerade auf der Messe unterwegs und befragen Athletinnen. Und was machst du? In der Activity Zone bist du? Was machst du da genau? Ah, das Mitmachangebot mal ausprobieren. So, und um das jetzt zu machen, weil wir gemeinsam stärker sind, schnappe ich mir jemanden von Teach Today und wir machen das zusammen. Und los geht's. Wir starten mit einem kleinen Biathlon.
Dafür nehmen wir ein paar Holzskier, die es 2 Personen ermöglichen, im Gleichschritt zu laufen. Wichtig dabei, sich gemeinsam absprechen, um den Parcours erfolgreich zu meistern. Auch das Dosenwerfen geht Hand in Hand. Durch gegenseitige Motivation treffen wir zielsicher die Dosen und freuen uns über den gemeinsamen Erfolg. Nach der körperlichen Betätigung wenden wir uns nun dem geistigen Sport zu, Memory. Hier wird uns bewusst, dass nicht alle Aktivitäten gleichermaßen barrierefrei sind. Oder was meinst du, Gina? Das Biathlon gerade hat schon zu zweit sehr gut funktioniert, aber ich muss sagen, beim Memory habe ich gerade gemerkt, gerade mit diesen größeren Platten, könnte das noch ein bisschen inklusiver sein mit Griffen. Gerade für mich mit einer Hand und Inga mit 2 Händen war da ein bisschen schneller beim Umdrehen. Der Parcours hat gezeigt, Herausforderungen können wir nur meistern, wenn wir uns gegenseitig supporten. Diese Station ist auch unsere letzte Station, nämlich das Olympiastadion. Hier kommt alles zusammen und hier sind wir zusammen unschlagbar. Ähnlich wie im Sport geht es bei der digitalen Teilhabe darum, Menschen unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten die gleichen Chancen zu bieten. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch befähigt ist, seine Stärken einzubringen. Indem wir die positiven Aspekte dieser Bereiche nutzen und ihre Prinzipien auf andere Lebensbereiche übertragen, können wir eine Welt gestalten, in der jeder Mensch gleichermaßen teilhaben kann, unabhängig von körperlichen, geistigen oder technologischen Barrieren.